So, Freunde, inzwischen ist es ja quasi amtlich, mindestens 1 Million Flüchtlinge sind 2015 zu uns gekommen. Und beim Bundesamt für Migration, kurz BAMF, stapeln sich die unbearbeiteten Asylanträge. Das sind harte Zeiten für den Amtsleiter Frank-Jürgen Weise oder wie enge Freunde ihn nennen, der Weise aus dem Sorgenamt. Ich meine, ist das blöd. Die Frage ist ja, wie sollen seine Leute diesen gigantischen Rückstand an Asylanträgen jemals aufholen? Wir haben diesen Rückstand in verschiedene Arten von Rückstand sortiert. Juhu! Beziehungsweise, wie zum Teufel sortiert man Rückstand? Ne? Nach Farben? Nach Geruch? Ich weiß es nicht. Seit Jahren bettelt das BAMF um mehr Personal und jetzt hauen alle auf die drauf. Die Innenminister alle. Ihr müsst schneller arbeiten. Mann, der Weise, das müssen Sie sich überlegen, macht den Job halbtags. Ja. Nein, der ist ja auch noch Chef der Bundesanstalt für Arbeit. Kein Witz. Außerdem fliegt er nach Feierabend Aufklärungsflüge über Syrien und baut ganz allein den Berliner Flughafen fertig. Tausendsasser. Die Kollegen vom BAMF geben tatsächlich alles. Alles. Ne? Und auch Schichtdienst, wenn ich das jetzt immer höre, die müssen Schichtdienst machen. Das ist nicht die Lösung, wenn du viel zu wenig Leute hast. Oder Entscheider, ne? So heißt der Beruf ja. Ne? Was machen die genauso, Entscheider? Kann mir das mal irgendjemand möglichst verständlich und unbürokratisch erklären? Diese Kräfte werden in unseren Entscheidungszentren eingesetzt und können dann die schriftliche Bearbeitung der Fälle machen, die unsere Vollentscheider bis zur Entscheidungsreife geführt haben. Na, dann ist ja alles klar. Cool, oder? Vollentscheider. Na, Kleiner, was willst du später mal werden? Vollentscheider, du Opfer. Die haben tatsächlich immer weniger Zeit zum Bearbeiten und Entscheiden da im BAMF, die Entscheider. Ich sage Ihnen, diese Entscheider, das sind die wahren Helden der Flüchtlingskrise. Müsste eigentlich mal verfilmt werden. Jetzt im Kino. Der Entscheider. Dieser Teufelskerl hat viel zu wenig Zeit, aber er entscheidet einfach alles. Abschieben oder Asyl? Abschieben. Schatz, welches Kleid soll ich anziehen? Mir scheißegal. Mehr Salz. Was machen wir mit den ganzen Anträgen? Wegschmeißen. Welches Kabel soll ich denn durchschneiden? Das rote oder das blaue? Immer das Blaue. Der Entscheider. Ein entschieden geiler Film. Jetzt in Ihrem BAMF. Die Vollentscheider, meine Damen und Herren. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß. Jetzt mal wirklich im Ernst, die armen Schweine, die da arbeiten, die wissen vor lauter Anträgen wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und werden dann noch von Politikern beschimpft, wie in diesen Tagen. Wir schalten mal direkt ins BAMF zu Dr. Matthias Matschke, dem Leiter der Abteilung Asylanträge Q bis Y. Herr Dr. Matschke, geht's denn voran? Ja, es läuft super. Alles tippitoppi. Wir sind hier zwar nur eine Handvoll Leute, aber wir wuppen das. Hey, hier liegen doch nur 355.000 unbearbeitete Anträge rum. Und da haben wir uns natürlich riesig gefreut, dass der Herr Minister jetzt die Einzelfallprüfung für Syrer wieder einführt. Ich hatte schon Angst, dass uns hier langweilig wird. Hab im Dezember doch erst 743 Überstunden. Nicht, dass ich eines Tages noch nach Hause muss und meine Frau wiedersehe. Mensch, neue Anträge, cool, danke dir. Ist das jetzt alles sarkastisch gemeint? Nein, ich freue mich einfach nur, dass sich der Minister jeden Tag was Neues ausdenkt, um mein Leben noch beschissener zu machen. Ich kann kotzen vor Glück. Gut, da höre ich jetzt zwischen den Zeilen schon eine gewisse Verbitterung. Andererseits habe ich gelesen, bildet Ihre Behörde, das BAMF, doch gerade neue Asylentscheider aus in nur noch 6 Wochen. Ja, das ist auch so eine Knalleridee. Das hier zum Beispiel, das ist der Fabian. Der macht jetzt hier so eine Blitzausbildung. Ist letzten Monat von der Gesamtschule geflogen, hat schwer ADHS, aber ist ein feiner Kerl. So, hier, Fabian, praktische Übung. Der Typ kommt rein, du musst entscheiden, Asylanspruch, ja oder nein. 3 Sekunden mehr haben wir nicht. Tja, Fabian, reingefallen. Das ist nämlich einer von diesen Schweden, die sich als Syrer ausgeben. Ja, um hier bei uns Kasse zu machen. Herrgott, Junge, das hat man doch geübt. Ja, kommt das denn oft vor, dass Schweden sich als Syrer ausgeben? Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich versuche, die Flitzpipi hier auszubilden. Ist hoffnungslos. Das Einzige, was der schon kann, ist abschieben. Mit dem Handy, per App. Quasi, also App schieben. Ja, das gibt's wirklich. Abschiebetinder, hier.
So, wer rein darf, den wische ich nach rechts. Links geht nach Hause. Abschieben, raus, hau ab. Oh, ist ja süß. Na, auch raus. So, das ist eine tolle Sache. So, hier Fabian, mach du mal weiter. Ich kümmere mich um die hier. Vielleicht kommen wir ja mal um Mitternacht hier raus. Nein, du Flitzpieper, Mann! Die waren alphabetisch geordnet! Du